Auch in der CDU gibt es jetzt erste Stimmen, die sich für Steuererhöhungen bei Reichen, bei besser Verdienenden aussprechen. Was es damit auf sich hat und was die Konsequenzen für dich sind, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn dir dieses ganze Gerede um Steuererhöhungen in Deutschland, wo man ja sowieso schon unendlich hohe Steuern bezahlt, auf die Nerven geht, auf den Sack geht, und du willst jetzt endlich weg, dann lade ich dich ein, zu unserem Workshop zu kommen. Ein eintägiger Workshop-Tag, wo es um das Thema geht, Auswandern und Steuern. Ein Workshop in kleiner Runde, 5 bis 7 Teilnehmer normalerweise, die dann vielleicht auch noch ihren Partner, ihre Partnerin mitbringen. Und es geht so um alle steuerlichen Themen, die man sich so vorstellen kann, die mit dem Wegzug zu tun haben. Wegzugsteuer, weiter beschränkte Steuerpflicht, Entschädigungsbesteuerung und so weiter und so fort. In welches Land sollte man gehen? Welche Länder sind gut? Soll man innerhalb der EU umziehen, lieber außerhalb der EU? Was ist mit dem Thema Staatsbürgerschaft? Welche Firma gründet man? Etc. pp. Also, wenn du weg willst, aber im Steuerdschungel verheddert bist, dann ist ein solcher Workshop-Tag eine gute Idee, um mal alle deine Fragen hier in kleiner, intimer Runde zu besprechen. Dort halten wir keine Vorträge. Tatsächlich beantworte ich den ganzen Tag lang nur Fragen. Deine Fragen, die Fragen der anderen Teilnehmer, und alle lernen unheimlich viel, denn nicht nur werden ihre eigenen Fragen beantwortet, sie lernen auch unheimlich viel dadurch, dass die Fragen der anderen Teilnehmer beantwortet werden. So profitiert man dann gegenseitig ganz enorm von diesem Tag. Termine auf unserer Webseite. Wir veranstalten diese Workshops regelmäßig. Alle weiteren Details hier in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Jetzt aber zurück zum eigenen Thema. Lars Klingbeil, der liebe Finanzminister, hat ja vor kurzem schon gesagt, man müsse jetzt schon endlich die Vermögensteuer wieder einführen und auch hohe Einkommen belasten, um das klaffende Haushaltsloch stopfen zu können. Ich habe ja dann ein kleines Video aufgenommen, sozusagen ein Video für Lars als Antwort auf seine Thesen, und habe 7 einfache Wege vorgestellt, wie man innerhalb kürzester Zeit in Deutschland ohne Steuererhöhungen das Haushaltsloch stopfen kann, sogar noch unter Beachtung der Schuldenbremse. Ja, also wie man so ohne weiteres mal eben 60 bis 80 Milliarden an Kosten sparen kann, zum Beispiel bei der Entwicklungshilfe und auch noch anderen Themen, und so eigentlich das ganze Problem sehr schnell vom Tisch haben könnte. Aber nein, es ist der politische Wille da, hier die Leistungsträger immer weiter zu belasten, immer weiter zu besteuern. Nur nicht den Sozialstaat mal hier komplett zu reformieren. Das will man nicht. Schon gar nicht natürlich, wenn die SPD mit an der Regierung beteiligt ist. Deswegen hat sie jetzt auch die CDU, zumindest eine erste Stimme in der CDU, für eine Erhöhung der sogenannten Reichensteuer ausgesprochen. Schauen wir uns doch einmal an, was die Bild-Zeitung dazu schreibt. So, damit die SPD Sozialreformen mitmacht, plötzlich Steuern rauf, Vorschlag in der CDU. Scrollen wir mal ein bisschen runter. Der erste CDU-Haushaltspolitiker sagt, wenn die SPD zur echten Sozialreform bereit ist, kann umgekehrt auch die Einkommensteuer für Topverdiener steigen. Interessant. Ich halte es persönlich für vertretbar, die sogenannte Reichensteuer zu erhöhen, aber nur, wenn im Gegenzug notwendige Sozialreformen umgesetzt werden, so der CDU-Abgeordnete Andreas Mattfeld 55 zu Bild. Er sei mit den bisherigen Formen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik noch nicht zufrieden, so Mattfeld. Es gehe darum, das Sozialsystem zukunftsfest zu machen. Das stimmt, Herr Mattfeld, aber warum Sie nun deshalb dem Lars hier Steuererhöhungen zubilligen wollen, das wird ja daraus noch nicht klar, denn Geld genug ist ja definitiv da. Das ist eigentlich keine Frage von entweder oder, sondern von sowohl als auch. Also Sozialsystem muss natürlich reformiert werden, aber man kann auch Steuern sparen. Wie gesagt, es geht um die unselige Reichensteuer. 45%, das ist der momentane Steuersatz. Sie wird nochmal auf den Spitzensteuersatz draufgeschlagen von 42% für diejenigen, die mehr als 23.152 Euro zu versteuerndes Einkommen im Monat haben. Wer über 20.000 im Monat verdient, so könnte man argumentieren, der soll ruhig mehr Steuern bezahlen, denn nur ein ganz geringer Teil der Bevölkerung verdient natürlich so viel und niemand hat Mitleid mit den Reichen. Das ist natürlich völlig klar. Auf diesem Kanal schauen natürlich besonders viele Leistungsträger zu. Diese sind hier überproportional vertreten, genauso natürlich auch in den Beratungsgesprächen, die ich führe. Da spreche ich überwiegend mit Unternehmern, Freiberuflern, Investoren, die genau in eine solche Gruppe fallen. Und die zahlen ja ohnehin schon sehr viel Steuern. Wenn du dir einmal die Einkommensteueranteile anschaust, wirst du sehen, dass das oberste Zehntel der Steuerzahler 54% der Steuern
in Deutschland bezahlen. Hier geht es um die Einkommensteuer, wohlgemerkt. Das sind Zahlen von 2018. Jüngere Zahlen liegen mir jetzt momentan nicht vor, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das verändert hat. Also die sogenannten Besserverdienenden, die Reichen, die steuern schon ganz schön überdurchschnittlich zum Steueraufkommen bei. Vielfach ist es ja tatsächlich so, dass Geld doppelt und dreifach versteuert wird. Und auch hier scheint die Einkommensteuererhöhung nicht genug zu sein, der jetzt auch hier erste Stimmen der CDU zustimmen. Man will jetzt auch noch bei der Erbschaftssteuer die Daumenschrauben anziehen. Momentan ist es ja so, dass man Betriebsvermögen steuerbegünstigt weiter vererben kann, unter der Prämisse, dass der Betrieb bestehen bleibt, dass keine Mitarbeiter gekündigt werden in 7 Jahren, dass sie also der Erbe verpflichtet, die Jobs zu erhalten für 7 Jahre. Deswegen wird keine Erbschaftssteuer fällig. Aus meiner Sicht ein sehr guter Deal, ein sehr guter Kompromiss. Das soll nun abgestellt werden. Nun soll man hier also auch Erbschaftssteuer auf Betriebsvermögen bezahlen. Man kann nur wirklich sagen, dass unsere Politiker total gaga sind und das bei einer Rekordverschuldung und bei einer kompletten Perspektivlosigkeit, was die Zukunft dieses Landes anbelangt. Ob es nun wirklich zu diesen Steuererhöhungen kommt oder nicht, das steht natürlich in den Sternen. Tatsache ist, dass das ganze Gerede darüber für diejenigen, die in Deutschland momentan sind, eine große Verunsicherung hervorruft. Man kann ja nicht mehr ordentlich planen, wenn man ständig erwarten muss, dass Steuern erhöht werden. Gerade bei der Erbschaftssteuer ist ja gerade die Nachlassplanung ein mehrjähriger Prozess. Und wenn sich auf einmal dann wichtige Parameter ändern, dann wird hier die bisherige Planung über den Haufen geworfen und es sind am Ende dann die Mitarbeiter, die den Schaden tragen. Denn dann sagt eben der Unternehmer, dass er lieber den Betrieb schließt, das Tafelsilber verkauft und sich die Erbschaftssteuer dann spart, weil er dann nämlich mit dem Erlös ja ins Ausland gehen kann. Also wieder mal ein Beispiel für eine völlig widersinnige Entwicklung, die es da in Deutschland gibt. Ich halte also diese ganzen laufenden Diskussionen um Steuererhöhungen ohne Not, denn so ist es ja tatsächlich, es gibt keinen Bedarf, tatsächlich die Steuern zu erhöhen. Man müsste die Reformen, die hier angedeutet werden, tatsächlich einmal umsetzen, aber das passiert natürlich nicht mit der SPD an der Macht. Tatsächlich ist es ja die SPD, die ja den Kanzler in der Hand hat. Das haben wir schon bei den Koalitionsverhandlungen gesehen und bei dem ganzen Affentheater, als es um die Wahl dieses Kanzlers ging. Nichts davon sollte uns überraschen. Die entscheidende Frage ist, wie lange wirst du noch zuschauen? Wie lange wirst du mitmachen? Denn eins ist klar, wenn ständig über Steuererhöhungen gesprochen wird, dann werden sie irgendwann auch kommen. Vielleicht nicht in der Form, die sie jetzt diskutiert werden, die sie jetzt debattiert werden, aber dann in anderer Form. Eins ist klar, sie haben es auf dich abgesehen, wenn du Leistungsträger bist. Das heißt, dass du ungeschoren davon kommst, das ist höchst unwahrscheinlich. Du kommst ja schon jetzt nicht wirklich ungeschoren davon, aber dass alles noch schlimmer wird, damit muss man eigentlich rechnen. Solche Diskussionen um Steuererhöhungen gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU. Du hast es vielleicht mitbekommen, dass die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen im Geheimen an einer Machbarkeitsstudie zu einer Vermögensteuer arbeitet. Mal sehen, was dabei herauskommt, ob das dann europaweit eingeführt werden soll. Gut, momentan kann die EU ja keine EU-weiten Steuern einführen. Das wäre dann eine Sache der Länder. Aber natürlich kann die EU hier Signalgeber sein und hier EU-weite Regeln aufstellen, die dann von den Ländern entsprechend umgesetzt werden müssen. Die gute Nachricht ist, es gibt viele Länder, wo du steuergünstig leben kannst. Da kann man schon mal die üblichen Verdächtigen hier nennen. Länder zum Beispiel wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Jeder hat schon von Dubai gehört. Jeder weiß ja, dass viele Unternehmer, viele Leistungsträger nach Dubai umziehen, um sich genau dieser Entwicklung zu entziehen. Die Schweiz ist ein anderes Land. Auch hier gibt es noch einige Vorteile. Auch hier eine bedenkliche Nähe zur EU mittlerweile. Aber auch die Schweiz ist in vieler Hinsicht noch besser als Deutschland. In der EU gibt es dann auch noch Zypern, Malta, Irland zum Beispiel und dann außerhalb der EU natürlich auch noch viele andere Länder. Thailand, Singapur, die Philippinen, Malaysia. Oder auch selbst in Afrika, zum Beispiel Mauritius, zum Beispiel Tansania, zum Beispiel Südafrika, Namibia, alles steuerlich interessante Länder. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, jeder hat seine eigenen Traumdestinationen, aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, hier steueroptimiert zu leben. Das heißt ja nicht, dass du dann nicht mehr nach Deutschland rein kannst. Du kannst Deutschland nach wie vor besuchen, du kannst nach wie vor dort Zeit verbringen, auch relativ viel Zeit verbringen. Du darfst natürlich in Deutschland keinen Wohnsitz mehr haben. Aber natürlich heißt es auf keinen Fall, dass du deutsches Territorium nicht mehr betreten darfst. Das, was ich hier erzähle, haben natürlich schon viele erkannt. Über 250.000 Deutsche haben letztes Jahr Deutschland verlassen. Ein großer, unaufhaltsamer Trend. Und solche Diskussionen, wie wir sie jetzt hier erleben, wo jetzt auch die CDU hier fleißig mitmischt anscheinend, gemäß diesem Artikel in der Bild-Zeitung, das
wird diesen Trend natürlich noch beschleunigen. Insbesondere nach der Corona-Zeit haben wir festgestellt, dass sehr viele Leistungsträger sich entschieden haben, Deutschland zu verlassen. Da hat man so richtig gespürt, was passiert, wenn mal der Staat die Krallen ausfährt. Da wurden dann tatsächlich die Illusionen vieler Menschen zerstört, die hier noch an die Regierung, an die Rechtmäßigkeit der Regierung und des Staates geglaubt haben. Und das hat so eine große Auswanderungswelle dann ausgelöst und die hat seitdem tatsächlich an und die Entwicklungen, die wir danach gesehen haben, inklusive natürlich auch die Entwicklungen in Russland und der Ukraine, sorgen nur dafür, dass sich der Trend weiter beschleunigt. Also, wenn auch das Themen sind, die dich bewegen, wenn du jetzt endlich auswandern willst, wenn dir diese Debatte hier um erneute Steuererhöhung einfach nur noch hier steht und du weg willst und du einen möglichst sauberen Wegzug aus Deutschland haben willst, ohne Probleme mit dem Finanzamt, natürlich komplett legal, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Details dazu in der Beschreibung dieses Videos oder besser noch, du kommst zu einem unserer Workshop-Tage live, wo wir dann persönlich über deinen Fall sprechen können und dir helfen können, kurzfristig noch dieses Jahr, wenn du willst, Nägel mit Köpfen zu machen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.